Guten Morgen, es ist der 1. Juli, unser Starttag des TAT. Und deshalb sind wir schon wieder im Motel. 7.7.2019. Wir sind seit einer Woche auf dem TAT. Wie viele Meilen wir bisher gefahren sind, wissen wir nicht genau. Etwa Viele? 1900 was, also höchstens heute am Abend. Ja. Und wir realisieren, dass dieses Land ganz schön groß ist. Juli. Wir sind auf einer Tankstelle in, ich weiß nicht wo, und haben Tennessee verlassen und sind in Mississippi. Es ist fürchterlich heiß und schwül. Wir wollen möglichst schnell wieder fahren und wir kürzen auch wieder viel ab. Sind hier nur dabei, den TAT mal zu kreuzen, aber wir wollen Meter machen. Wochentag, weiß ich gerade nicht. 9. Tag, 9.7.2019. Wir sind in Helena, Arkansas. Und die Strecke heute ist auf dem TAT irgendwie über 400 Meilen. Wir werden nicht umhin kommen, das in 2 Tagen zu machen, weil in einem Tag ist es einfach zu lang, auch wenn wir abkürzen. Wir sind im Delta Inn und genießen jetzt hier dieses reichhaltige Frühstück. Leider gibt es keine Waffeln, was ich ja sonst immer sehr gerne mache. Aber heute werden wir uns mit Müsli zufrieden geben müssen. Immerhin gibt es Milch. Im letzten war das schon eine völlig absurde Frage, zu fragen, ob die ein bisschen Milch für uns hätten. Ja, ich weiß gar nicht, ob Peter einen Kaffee kriegt. Ja, da stehen ganz viele Kannen. Er muss halt nur aufpassen, dass er nicht wieder den Haselnusskaffee erwischt, sondern vielleicht einen echten Kaffee. Dienstag, 9. Juli. Es ist 18 Uhr und wir sind 267 Meilen gefahren. Davon am Anfang ein bisschen was auf dem Trans-America Trail und jetzt am Schluss ganz viel auf dem Trans-America Trail. Und als Ziel hatten wir uns gesetzt, eine Recreation Area und einen Campground in den Ozarks, in einem Ozark National Forest. Und da sind wir nun gerade. Leider ist die Office geschlossen und Peter durchstreift den Campingplatz nach jemandem, der verantwortlich ist. Das Wetter scheint sich zu halten. Es haben sich zwar Quellwolken gebildet, aber die sind nicht schlimmer geworden. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass es nicht regnen wird heute. Peters lustige Tablettensammlung. Aber nur das bisschen da, das muss er wirklich schlucken. Der Rest, den hat er nur so mit. Zum Spaß. Zum Spaß, genau. Wir haben 2 Bären gesehen. Einen Schwarzbär ganz jung, der war bestimmt noch nicht mal ein Jahr oder gerade ein Jahr alt. Der rannte über die Straße und hatte irgendwas im Maul. Man weiß aber nicht, was es war. Den konnten wir nicht fotografieren. Ich hatte auch Angst, da anzuhalten, weil ich mir dachte, wenn ich den nach rechts fotografiere, kommt von links die Mutter noch aus dem Gebüsch. Ich hatte da keine Lust für. Und den zweiten Bär, den wir gesehen haben, der hat uns mit seiner toten Tatze von einem LKW zugewunken. So ein Pritschen-LKW von der Straßenmeisterei. Die hatten den wohl tot von der Straße gefegt.
Und der lag dann hinten tot auf der Ladefläche und die eine Tatze hat immer noch so rumgewackelt. Wir fuhren genau dahinter. Und ich habe gedacht, ich mache die Kamera an, aber ich habe sie ausgeschaltet anstatt an. Deshalb haben wir davon leider kein Bild. Machen wir ein bisschen Tagebuch, Peter. Mittwoch, 10. Juli 2019. Und der Peter schwitzt schon wieder. Wir haben wild gecampt im Ozark National Forest. Der kirchliche Campingplatz wollte uns nicht haben. Die waren reserviert für eine Gruppe und deshalb sollten wir da nicht bleiben. Aber ein Stückchen weiter die Straße runter war dann dieser National Forest Campingplatz. Natürlich ohne Wasser, aber mit einer Trockentoilette. Und hier haben wir gezeltet. Es hat nicht geregnet. Wir hatten, als wir ein Lagerfeuer gemacht haben, Besuch von einer Schlange. Und Peter vermutet, wir hatten heute Nacht Besuch von einem Waschbären. Der hat aber nur rumgeschnüffelt und nichts gefunden. Jetzt packen wir und fahren durch die Ozarks nach Oklahoma. Als wir gestern Abend unser Lager aufgeschlagen haben, sind nacheinander beide XTs umgekippt, weil die Ständer im Boden versunken sind. Das war schon ein bisschen strange. Erst meine kippte um und kippte gegen diese Picknickbank, was ein bisschen ärgerlich war, weil dabei mein Lichtschalter abgebrochen ist. Aber Peter und ich haben das Ding gerade wieder hingestellt und einen richtigen Stand gesucht und einen Stein und dann Seitenständer getan. Als wir fertig waren, kippt Peters XT um. Einfach so aus dem Nichts, ohne dass jemand dagegen gekommen ist. Das war schon etwas merkwürdig. Bei Peter ist glücklicherweise nichts kaputt gegangen. Aber dafür hat sich der Sigma-Tacho von Peter heute Nacht verabschiedet. Ohne fremde Hilfe hat er noch ein paar lustige Sachen angezeigt und dann ist er ausgegangen. Wir würden vermuten, dass der auch nicht wieder zum Leben zu erwecken ist. Hier würde ich gern die Drohne starten. Mittwoch, 10. Juli. Ich bin in Westville auf einer Tankstelle und habe Getränke gekauft. Ich bin bei Meile 134 für heute und bin mit Peter in einem Ort in Oklahoma verabredet. Peter ist auf die Straße abgebogen und der hatte genug. Wir hatten heute viel Schotter auf dem Vormittag und deshalb ist Peter auf der Straße in diesen Ort gefahren, wo wir uns dann gleich wieder treffen. Tag 11, Westville, Oklahoma. Nein, nicht Westville. Ah, stimmt. Tag 11, Pryor, Oklahoma. Wir starten gleich zur Etappe 11, die uns bringt mindestens halb durch Oklahoma durch. Im Internet in der TAT-Gruppe wurde gefragt, was man denn auslassen muss, wenn man in Zeitnot ist, und da haben so viele Leute geantwortet, Oklahoma. Scheint also nicht so spannend zu sein und deshalb lassen wir Oklahoma mehr oder weniger aus. Es wurde gesagt, das erste Stück soll man fahren, das habe ich gestern gemacht und jetzt fahren wir auf Highways bis weit über die Mitte Oklahomas heraus. So ist der Plan. Patience, I bet when I was waiting, my legs got tired of standing
Freitag, 12. Juli, Tag 12 auf der Reise. Wir sind in, ich muss nachdenken, wir sind in Woodward, Oklahoma und werden heute beginnen auf dem Highway und dann, wenn der Highway relativ dicht an dem Tat liegt, auf den Tat übergehen. Wir fahren bis zur Grenze zu New Mexico und haben uns einen Campingplatz rausgesucht, der in Texas liegt. Peter war noch nie in Texas und da haben wir uns gesagt, dann nehmen wir den Campingplatz in Texas. Dann kann Peter einen Haken hinter Texas machen. Das ist der Start der Dinge. Es ist 8.44 Uhr. Wir sind fast startklar. Ich schätze also wieder 8.50 Uhr Start. Thompson Grove Campground. Es ist Freitag, der 12.07. Ich habe mal wieder meine Motorschutzwanne gereinigt von dem Öl, was aus dem Riss des Motores tropft. Und dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Dichtung zwischen Krümmer und Auspuff zerlegt hat. Hier sind noch Reste. Und jetzt werde ich versuchen aus einer Konservendose irgendetwas zu bauen, was hier ein bisschen dichtet, weil mein armer Seitendeckel hat schon voll gelitten und ist schon deformiert und angelaufen, weil er zu warm wird. So, ich habe meine Konservendose aufgewickelt und da reingesteckt. Und jetzt gucken wir mal, der Krümmer hält. Peter hatte glücklicherweise von diesen Hitzeschutzmatten noch ein Stück dabei und daraus konnte ich hier einen Schutz für den Seitendeckel schneiden, falls meine Auspuffdichtung nicht hält. Und für die andere Seite habe ich glücklicherweise einen Ersatzaufkleber dabei, damit wir nicht mit so einem verkohlten, verschmorten Seitendeckel fahren müssen. Was gibt's denn bei dir? Reis. Auch Reis. Samstag, 13. Juli. Also gestern Abend haben wir dann hier auf dem Campingplatz nette Leute kennengelernt. Unter anderem Clint und Maggie. Die haben uns zum Steak eingeladen. Das war sehr lecker. Wir haben uns auch Getränke ausgegeben, die sie gekühlt hatten. Wir hatten ja nur noch warmen Kram dabei. War sehr nett, haben uns gut unterhalten und es ist 8.24 Uhr, vielleicht sitzen wir in 10-20 Minuten auf dem Bock und fahren aus Texas wieder raus. Ich glaube, wir fahren noch mal kurz nach Oklahoma, um dann die Grenze zu New Mexico zu überqueren, um dann wiederum nach Colorado zu fahren. Also heute kommen wir über ziemlich viele Startgrenzen. Samstag, 13.07. Ungefähr die Mitte unserer Trans-America Trail Zeit und Strecke. Deshalb gucken wir mal kurz auf die materiellen Schäden, die wir hier zu beklagen haben. Bei Peters Hinterrad ist eine Speiche gebrochen, die wir jetzt einfach mit 3 Kabelbindern fixiert haben. Wir hätten Ersatzspeichen dabei, aber es ist natürlich ein Riesenakt, so eine Speiche auszutauschen. Ansonsten läuft Peters XT super. Er hat Probleme mit den Tachos. Der mechanische Tacho ist gleich am Anfang ausgefallen. Da ist die Nadel abgebrochen. Der hat übelste Geräusche gemacht. Immer noch ging der Tageskilometerzähler, aber den haben wir dann irgendwann komplett verloren und haben die Welle gezogen. Der Sigma-Tacho hat zwar rumgesponnen und hat auch Wasser im Gehäuse, was jetzt so langsam weggetrocknet ist. Der funktioniert aber immer noch. Ansonsten macht sein Garmin Sumo
hat einen Wackelkontakt und geht immer mal wieder aus und muss dann neu gestartet werden. Bei meiner XT sind das ein paar mehr Schäden, aber einige davon ja auch schon bekannt. Also die Ölleckage unten aus dem Motorblock, der vermutlich irgendwo einen Riss hat, die wussten wir ja vorher und haben gesagt, das nehmen wir in Kauf und gucken mal, wie es läuft. Das Interessante ist, dass ich nirgendwo, wo ich parke, einen Tropfen auf den Boden verliere und trotzdem brauche ich etwa 250 Milliliter Öl jeden Tag. Wenn Peter hinter mir fährt, beklagt er sich aber nicht über den Geruch von verbranntem Öl. Also wir wissen nicht so genau, wo dieses Öl hingeht, aber ich fülle jeden Tag 250 Milliliter nach. Meine Vorderradbremse ist irgendwie sehr erbärmlich. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass es die kleine TT-Bremse ist und ich natürlich hier wieder mit 350 Kilo Gesamtgewicht unterwegs bin. Tag 14, Colorado. Wir sind irgendwo zwischen Cotopaxi und Salida und haben wunderschöne Ausblicke, wunderschöne Strecke. Leider auch wieder ein wunderschönes Gewitter, was da hinter uns aufzieht. Da die Strecke leider gleich in diese Richtung gehen wird, bleiben wohl die Regensachen wieder nicht erspart. Wir werden sehen, vielleicht haben wir Glück. Wir sind in Concha Springs und haben jetzt gerade hier in so einem Roadhouse, nenne ich es mal, einen Hamburger und ein Eis gegessen. Und draußen stehen unsere XTs im Regen und wir haben ungefähr 500 Meter zu unserem Motel zurück. Das werden wir dann wohl gleich im Regen machen müssen. Wir müssen hier nämlich leider gehen, die schließen wohl gleich. Und deshalb können wir hier nicht warten, bis es aufhört zu regnen. Aber halb so wild ist ja nicht so weit. Sonntag, 14. Juli, der 14. Tag der Reise. Wir haben gestern viel gesehen, viel erlebt. Zunächst mal waren wir gestern in 4 Staaten. Wir sind in Texas gestartet, ein Stück durch Oklahoma, dann 72 Meilen durch New Mexico und noch ein gutes Stück nach Colorado hinein. Und es war sehr schön zu sehen, wie die Landschaft sich verändert hat. Von den Steppenlandschaften in Oklahoma und Texas ging es dann über ein Hochplateau in New Mexico und auch in Taylor, wo dann das schon wüstenartig war, in Colorado spätestens. Wo wir aber in Colorado dann wieder über 7000 Fuß gekommen sind und hatten Bäume und Berge und nicht zu vergessen das Gewitter, was uns bedroht hat. Es war wie immer, Murphy war mit im Spiel, wir haben die Regenklamotten angezogen und es hat dann kaum noch geregnet. Nächstes Mal seht ihr,